Ernie und Bert grüßen euch. Rita grüßt euch auch. Ich glaube, wir hatten schon mal bessere Opener, aber egal. Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem Update. Ihr seht, Rita ist wieder gut drauf. Wir haben wieder Lego gebaut. Vielen Dank für die Kommentare unter dem letzten Video. Es geht wieder bergauf und wir sind wieder hier. Ja. Und zwar in einem Bereich, wo wir schon lange nicht mehr waren. Ihr habt den kleinen Einspieler gesehen. Ja. Es hat vor, ich glaube, fast einem Dreivierteljahr oder einem halben Jahr hier diverse Tumulte gegeben. Oh, da hätte mich Christoph fast gekillt, als ich da mit der Kamera gekommen bin. Also, wo sind wir? Wir sind nicht bei Hogwarts, Nein. Wir sind nicht beim Disney-Schloss, wir sind bei der Piratenbucht. Und wie ihr gerade formidabel gesehen habt, gab es da etwas ärgere Kapriolen. Grund war, dass wir hier bei der Piratenbucht, welches eines meiner Lieblingssets ist, ob das nicht das beste Set des Jahres 2020 war, meiner Meinung nach. Die Piratenbucht? Ja, wirklich ein tolles Set. Barracuda Bay. Ja, also diese Barracuda, ja richtig, die ganze Piratenbucht ist auch toll. Und die hatte ja unten hier so in, ich glaube Medium Azur oder was auch immer das für eine Farbe war, so Wasser angedeutet. Als wir das dann weggegeben haben, ist uns das komplette Set zerfallen und ich wusste nicht mehr, was ich machen soll, ob ich lachen oder weinen soll, am besten alles anzünden oder sonst was. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das jetzt ein bisschen hinbekommen. Wir haben auch wieder Wasserfliesen bestellt, wie ihr im Haul gesehen habt, vor langer Zeit. Jetzt hatten wir endlich mal Zeit, das schön aufzubereiten und da möchten wir euch heute unseren Update-Fortschritt zeigen. Und Rita, ich würde sagen, die Piratenbraut ist begeistert. Es hat sich auf den ersten Blick jetzt vielleicht gar nicht so viel getan, aber die Änderung liegt im Detail. Ich finde, es hat sich schon, also, okay, gut. Es hat sich schon einiges getan, wenn man genauer hinsieht. Wir haben jetzt, oder vor allem Christoph hat hier Terraforming angewendet, nicht wahr? Und hat hier zum Beispiel hier eine Sandinsel aufgeschüttet, wo jetzt dieses Set, finde ich, deutlich besser noch zur Geltung kommt. Und was ich auch sehr cool finde, wir hatten ja eigentlich nur hier durch den Halloween-Bereich den Zugang zu diesem Piratenbereich und Christoph hat eben hier hinten noch einen weiteren Zugang gebaut. Was ich sehr cool finde, ich weiß nicht, ob man das von hier sieht, sonst mal kurz mir herüberreichen, er hat da eine Piratenflagge aufgehängt. Aber nicht nur das, warte, ich glaube, das sieht man von hier drüben noch besser, sondern das wird auch gesponsert, dieser Piratenteil, nämlich von, ihr seht es, Vita Rush. Also das hat mich sehr amüsiert, vielleicht deswegen auch die orangene Krabbe oder was das ist, deswegen auch vielleicht orange, weil sie eben von Vita Rush gesponsert ist. Und das finde ich ganz cool, dass wir hier auch noch einen anderen Zugang haben für vielleicht unsere kleineren Besucher, die sich fürchten, wenn sie durch den Halloween-Teil gehen müssen, weil der ist ja 18+ wird. Ganz richtig, ja. Also von hier rein, das ist 18+, da dürfen nur Erwachsene in den Halloween-Park. Ja. Dann gibt es ja natürlich auch hier diesen Zugang, wo man dann aber direkt auf ein Boot steigen muss, damit man hier herumtuckern kann. Genau. Und jetzt hier hinten dieser neue Zugang. Was ich jetzt gemacht habe, ist, hier gab es noch relativ wenig Wasser, also da sind uns die Wasserfliesen ausgegangen, die habe ich hier also verwendet. Dann hier diese etwas größere Landzunge, da bin ich am Überlegen, und das sind eure Kommentare dazu gerne gesehen, ob wir hier, damit die Leute und speziell die Nichtschwimmer, damit die nicht ins Wasser fallen, ob wir nicht hier noch so eine Art Absperrung mit so Ketten machen sollen, dass die Leute hier rausgehen können, aber dann eben nicht ins Wasser fallen. Ich weiß nicht, was Rita dazu sagt. Ich wollte dann noch auf die anderen Absperrungen, aber reden wir fertig. Wir haben hier auch ein bisschen die Figuren anders platziert. Hier zum Beispiel diese Photo-Opportunity, dieses Fotobild ist jetzt hier. Und ich habe versucht, dieses Set, welches wir zweimal haben, und zwar diese Piratenachterbahn, weil es wirklich eines auch der coolsten Sets der letzten Jahre ist, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Warum?
Wir haben das Set zweimal, einmal ist es hier aufgebaut und ein zweites Mal haben wir es gekauft, damals auch vorgestellt, wenn ihr euch erinnern könnt, eines unserer ersten Reviews auf dem Kanal, und wir haben jetzt fast keine Teile mehr, weil wir fast alles verwendet haben, zum Teil für die Geisterachterbahn oder Gruselachterbahn, hier ein Teil jetzt hier auf dem Aufgang, den die Besucher verwenden, um hier in den Piratenteil zu kommen, und hier, wenn ihr schaut, nochmal das Boot mit auch diesem Kalmar hier in Orange. Das habe ich hier jetzt, das sieht man natürlich von der anderen Seite besser, damit man hier reinkommt. Ich habe auch hier rundherum von der Barracuda Bay jetzt alles mit Wasser gefliest. Hier noch eine Schatzkarte und so weiter. Das sieht jetzt eigentlich ganz ordentlich aus. Und auch finde ich cool mit der Mauer, dass man hier wirklich auch eine Abgrenzung hat. Das ist echt cool. Die Mauer und auch das Geflieste rundherum, denn wir wollen ja in unserem Freizeitpark immer mehr Fliesen, immer mehr, dass quasi die Wege schöner sind, dass es ein bisschen stimmiger wird. Und das finde ich jetzt schon sehr gelungen hier rundherum. Genau, also wie es anfangs war natürlich, da hatten wir nicht viele dieser Dark Tan Fliesen, jetzt sind die Wege zum Teil nur so schmal gewesen. Wir möchten aber schon natürlich nicht alles zu betonieren, aber so vom Ansatz her ähnlich wie es dort hinten auch bei der Apokalypsburg ist, dass mehr einfach Platz ist für die Leute zum Gehen, und natürlich auch, so wie ich es hier gemacht habe mit diesem kleinen Raumschiff hier, da ist drunter einfach auch gefliest, und das kann man ja trotzdem dann einfach hinstellen und sieht toll aus, auch ähnlich wie bei diesem Pizzatruck hier. Uns sind jetzt diese 2x2er in Dark Tan wieder ausgegangen, sowohl die normalen als auch die Jumper Plates und auch die kleineren 1x2er und so weiter. Also das sieht jetzt noch nicht besonders schön aus, aber vertraut mir oder vertraut uns, das wird toll aussehen, wenn das mal fertig ist. Die Leute können hier jetzt auch hinten gehen, und da hat sich noch niemand bemüßigt gefühlt, hier Figuren zu platzieren, aber das wird sicher nett aussehen, wenn hier dann auch mal was los ist mit neuen, natürlich Blumen und so weiter und Schaustellern. Ich habe auch hier hinten, wo man ja nicht so gut hinsieht, versucht, hier diese Teile aus unserem Wie spart man Geld beim Stadtbau Video Hall, diese Wedge Plates zu verbauen. Das sieht eigentlich auch ganz nett aus. Es ist natürlich in Vergleich zu den Teils hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die Noppen natürlich immer so in einer Reihe sind. Aber es sieht wirklich ganz nett aus, und wir haben jetzt hier, auch wenn Figuren dann draufstehen, sieht man das ja gar nicht mehr so. Haben wir hier jetzt eine schöne Fläche gefliest, mehr oder weniger, die auf jeden Fall Sinn ergibt. Ich finde es auch cool, du sagst, es ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber andererseits finde ich es auch gut, dass nicht überall alles genau gleich aussieht. Ja. Also das hat schon was. Ja. Das kann ja auch sein, dass das quasi wie so Holzplanken sind, über die man geht. Ganz genau, also der Weg muss ja nicht überall gleich sein. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Kleinigkeiten auch noch gemacht. Hier gab es zum Beispiel, hier seht ihr zum Beispiel, ist noch eine Noppe, wo noch nichts drauf ist. Das war noch viel öfter. Auch hier haben wir das ein bisschen verschönert, dass hier der Abschluss gemacht wurde. Und auch hier drüben beim Leuchtturm der Hidden Side Serie. Und ich möchte auch nochmal sagen, heute haben wir wirklich lauter Highlights im Video. Rita als erstes natürlich, dann die Barracuda Bay, diese Piratenachterbahn. Und auch, ich habe mir wieder gedacht, weil wir haben hier ein bisschen herumgeschoben und überlegt mit den Sets, ob das so passt von der Größe her. Es musste nämlich dieser Krabben-Ticketverkauf hier jetzt momentan mal weichen, weil sich der nicht ausgeht. Der gehört ursprünglich eigentlich, glaube ich, zu diesem Set hier. Ja. Geht sich momentan jetzt nicht aus, aber wir werden einen Platz dafür finden. Das wäre sonst zu nahe bei der Barracuda Bay gewesen und hätte den vorderen Teil des Schiffs verdeckt. Der Leuchtturm auf der anderen Seite ist aber ein echt cooles Set. Also der passt auch irgendwie so hier vom Übergang zwischen Gruselbereich und Piratenpark total cool. Ich habe versucht hier, das ist noch nicht ganz perfekt, hier fehlt noch ein wenig was, hier muss ich noch ein bisschen erhöhen, weil hier das Wasser zwar drunter fließt, aber noch nicht ganz. Auf der anderen Seite sieht man hier fast nicht hin, und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein netter Fortschritt. Und ich habe jetzt, oder wir haben jetzt diesen Piratenpark, ich glaube, ein halbes Jahr nicht angerührt, weil wir eben damals so verzweifelt waren mit diesem Barracuda Bay Set. Und jetzt sind wir wieder voll dabei, und es macht uns sehr großen Spaß, und es ist wirklich einer, finde ich, der sehr coolen Bereiche des Vergnügungsparks geworden. Was jetzt noch gemacht wird, ach ja, eines können wir euch noch zeigen. Das kommt vielleicht auch noch, wenn die Einwohnermeldebeamtin mal Zeit hat, dann wird sie das vielleicht auch mal filmen. Ja, ich glaube, der ist eigentlich jetzt noch illegal in unserer Stadt, muss ich sagen, weil er hat sich noch nicht, er hat sich noch nicht zu erkennen gegeben, ja. Bei der Einwohnermeldeamtin, also ich will ja nicht sagen. Hier haben wir auf jeden Fall so einen kleinen Bereich, wo die Leute auch reingehen können und dann hier einen Cocktail schlürfen. Wir sagen noch nicht, wer da drin ist, aber ihr habt das vielleicht in einem anderen Video schon gesehen, das kommt noch. Und hier können eben die Leute auch einfach die
Aussicht genießen. Ihr wisst ja, auf dem Piratenschiff sind immer wieder so Theatervorstellungen und Akrobatik-Geschichten, was sicher ganz toll ist. Und ja, wir haben auch hier hinten übrigens, seht ihr es, hier hatte man noch einen ungetrübten Blick auf die Tischplatte. Das ist jetzt weg. Das habe ich jetzt alles schön gemacht hier, dass wir hier nur mehr Lego-Steine vor Augen haben. Und ja, was wird jetzt noch gemacht, Rita? Ich glaube, die Bötchen werden noch befüllt. Hier sind noch ein paar Geisterschiffe unterwegs. Auch so ein cooles Detail. Ja, es kommen jetzt dann noch die Figuren, aber ich habe dieses Mal mir gedacht, ich lasse zuerst fertig bauen, bevor ich wirklich dann weiter hier das mit den Figuren verfolge. Denn oft stelle ich ja schon die Figuren auf und dann muss wieder alle Figuren weggeräumt werden, damit fertig gebaut werden kann. Deswegen. Ja. Einmal in der richtigen Reihenfolge, eins nach dem anderen. Richtig, ja. Auf jeden Fall haben wir auch schon gesehen, dass sich hier zum Beispiel Videofiguren sehr gut eignen. Ja. Diese Meerjungfrau, glaube ich, habt ihr ja schon im vergangenen Video mal gesehen. Das war die Kamera. Die passt hier wirklich superstens hier. Wir haben auch diesen Gitarrespieler, der hier für die Gäste des Vergnügungsparks, den sollten wir vielleicht noch ein bisschen auf die Seite stellen, dass man ihn besser sieht. Lauter so Kleinigkeiten, die sich wirklich hier auch sehr, sehr gut machen im Vergnügungspark. Wir haben ja gesagt, der Vergnügungspark ist so unser Recyclingzentrum für alles, was irgendwie sonst nicht in die Stadt passt. Ja. Aber das ist ja auch gut so und ich finde jetzt zusammen mit der Piratenbucht und Rita, das sieht sehr interessant aus und ich finde es cool, dass wir auch abgesehen vom Meer, dem Strand dort drüben auf der anderen Seite, ihr kennt es, hier auch nochmal eine große Wasserfläche haben, die wirklich, wirklich interessant aussieht und mich gelüstet hier nach, das hört sich ein bisschen komisch an, auf jeden Fall habe ich Lust auf mehr, was das anbelangt. Sowas in der Art und mit dem Thema Ritter wäre ja auch noch ein Wahnsinn. Ihr habt uns so viele coole Kommentare geschrieben, dass ihr das Mittelalter-Layout nicht als normales Mittelalter-Layout sehen wollt, sondern eher als Themenbereich des Vergnügungsparks. Mal sehen, wir haben hier noch ein bisschen Platz, aber natürlich nicht unbegrenzt. Vor allen Dingen sind diese Ritterburgen sehr groß. Wir werden vielleicht Ritters Winterdorf ein bisschen verkleinern müssen, dann geht das. Also, das werden wir erst sehen. So. Mit diesen Worten, die ich nicht gehört habe, schließen wir dieses Video, würde ich sagen, bevor Christoph noch größenwahnsinnig wird. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch über diesen guten Ausgang der Piratenlandschaft. Es ist alles, was schlecht beginnt, endet dann doch hoffentlich gut. Habt ihr gesehen. Und ja, vielleicht baut auch ihr irgendeine tolle Piratenachterbahn. Man weiß es ja nicht. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder in dieser Piratenbucht mit noch mehr Minifiguren. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Vielleicht ihr auch. So soll es sein, liebe Freunde. Baut was Schönes und wir sehen uns. Tschüss. Der Affe meldet sich ab.